Hallo ihr Homos und willkommen zu einer weiteren Folge von Pimp My Studio. Heute werden Löcher gestopft. Und zwar geht es um das Loch bzw. um die Lücke in meinem Reckschrank. Das wird heute zugemacht mit dem Ding hier. Das ist ein DAP iMix 5.3, also DAP Audio iMix 5.3. Es ist ein 5-Channel, 3-Zonen reckfähiger Mixer. Den tue ich euch ein bisschen erklären, dann probieren wir ihn aus und schauen, ob er funktioniert. Und dann bauen wir ihn ein und dann schaue ich, wie das so aussieht. Also dann, viel Vergnügen! So, dann packen wir das Ding mal aus. Es ist grösser, als ich es mir vorgestellt hätte. So, zuerst hier mal das Netzteil. Ganz schön mit einem Schraubverschluss. Das passt einmal gut. Und da haben wir das gute Ding. Wunderbar. Man sieht schön, also 4 Input-Channels plus der AUX-Input auf der Vorderseite, also 5 im Ganzen, und 3 Ausgänge. Jeweils hier die Eingänge alle mit Cinch und Ausgänge sind entweder Cinch oder XLR-Anschluss. Ich schließe jetzt mal die ganzen Kabel an, weil wenn es mal im Rack drin hängt, ist es ein bisschen ziemlich unzugänglich. Darum schließe ich jetzt am Anfang Kabel an, baue sie ein und dann schauen wir es uns genauer an. Ja, jetzt ist alles angeschlossen. Der Mixer ist im Rack eingebaut. Der Mixer ist ja eigentlich für folgendes Szenario gedacht. Und zwar, man hat mehrere Eingangsquellen, zum Beispiel einen Plattenspieler, einen CD-Player, ein DJ-Mischpult und was auch immer. Mit dem kommt man rein, auf die 4 Eingänge und das verteilt man dann auf verschiedene Ausgänge. Also man hat Zone A, B und C und die sind eigentlich gedacht, um verschiedene Räume hier anzuschliessen. Also man hat Veranstaltungsraum 1, Veranstaltungsraum 2 und Veranstaltungsraum 3 und da schickt man dann die Signale hin, wo man es gerade braucht. Ich brauche den Mixer ein bisschen anders. Und zwar habe ich auf diesen 4 Eingängen jetzt momentan mal 3 Sachen angeschlossen. Am ersten Eingang da kommt mein CD-Player. Am zweiten Eingang habe ich die Soundkarte von meinem Computer angeschlossen. Und auf dem dritten Eingang ist mein Mixer. Und diese 3 Eingangssignale kann ich jetzt verteilen. Entweder auf Zone A, wo meine kleine PA-Anlage angeschlossen ist, oder auf Zone B, wo momentan meine Studiomonitore angeschlossen sind. Ich kann also jedes Signal, das reinkommt, kann ich entscheiden, will ich es auf PA-Anlage steuern oder will ich es auf den Studiomonitoren hören. Und das ist sehr praktisch. Ja, schauen wir uns mal den Mixer im Detail an. Hier haben wir mal die Rückseite vom Mixer und da sieht man schön, es sind 4 Eingang-Channels und theoretisch gesehen sind es eigentlich 8 Eingänge, weil jeder von diesen Eingangschannels hat 2 Eingänge, wo man dann umswitchen kann. Zum einen ist der Channel 1 und 2 auch dafür gedacht, das Phonogerät anzuschliessen. Also zum Beispiel einen Plattenspieler, der noch keinen eigenen Vorverstärker drin hat. Den kann man auf den Phono-Anschluss hängen. Und sonst hat es überall nur einen zweiten Cinch-Eingang, also Line-Eingang. Dann haben wir die 3 Ausgänge, jeweils einmal in unsymmetrischer Form als Cinch-Anschluss und einmal in symmetrischer Form für XLR-Boxen zum Beispiel. Dann haben wir hier die Frontseite vom Mixer und das ist jetzt der interessante Part. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Und zwar haben wir hier als erstes mal einen Anschluss für ein Mikrofon, entweder über XLR oder Klinkenanschluss. Das ist so ein Kombistecker. Und auch hier hat es einen kleinen EQ geschaltet, wo man die Tiefe, die Mitten und die Höhe je nachdem verstellen oder verstärken kann. Und dann haben wir die verschiedenen Eingang-Channels 1, 2, 3 und 4. Plus auch noch ein AUX-Input auf der Frontseite, da kann man auch noch etwas anschliessen. Schön ist,
Wie wir schon vorher gesehen haben, jeder Channel hat ja im Grunde genommen 2 Eingänge und die kann man hier auf der Vorderseite dann umswitchen. Bei Channel 1 und 2 jeweils entweder auf Line oder Phono umstellen und beim Channel 3 und 4 kann man auswählen, ob man Line 1 oder Line 2 einschalten will. Dann haben wir bei jedem Channel auf der Unterseite die verschiedenen 3 Zonen. Also man kann entscheiden, welcher Channel soll auf welche Zone verteilt werden. Will ich jetzt Channel 1 zum Beispiel nur auf Zone A oder auf alle 3, auf A, B, C, das kann ich hier umstellen. Dann hat jeder Channel auch noch einen PFL-Schalter, also ein Pre-Fader Listening. Das heißt, man kann hier das Signal abgreifen, bevor es auf den Verstärker geht, also bevor es rausgeht, und kann das über Kopfhörer abhören. Und das Gleiche ist auch bei den Ausgangskanälen. Also wir haben Zone A, B und C für die verschiedenen Ausgangsanschlüsse, die wir vorher auf der Rückseite gesehen haben. Auch hier wieder ist bei jedem Ausgang nur ein kleiner Equalizer, beziehungsweise man kann halt die Höhe, die Mitte und die Tiefe steuern. Und man kann auch auswählen, ob man es nur auf der linken Seite oder nur auf der rechten Seite hören will mit dem Schalter. Und auch hier wieder, für jeden Ausgangschannel ist ein eigener PFL-Schalter. Da kann man das Signal abgreifen, bevor es rausgeht und bei den Kopfhörern vorhören. Also sehr praktisch, wenn man es in einem DJ-Betrieb zum Beispiel hat und das Lied vorher vorhören will, bevor es dann rausgeht. Ja, das wäre der iMix 5.3 Mixer im kurzen Schnellüberblick gewesen. Ich habe ihn jetzt noch nicht lange im Einsatz, ich habe ihn erst gerade eingebaut. Aber bisher macht es genau das, was ich will. Und es macht auch alles einen sehr wertigen Eindruck. Das Einzige, was ich vielleicht noch ein bisschen bemängeln kann, ist die Fader-Schalter, die gehen sehr leicht von der Hand. Also da muss man ein bisschen Gefühl haben. Aber sonst, alle Anschlüsse sind sehr wertig. Und es ist auch alles mit LEDs ausgeleuchtet. Also wenn man jetzt hier unten, wie wir vorher gesehen haben, die verschiedenen Zonen anwählen will, jede Zone, die angewählt ist, die leuchtet auch auf. Und das Gleiche ist beim PFL-Schalter. Wenn man den PFL-Schalter aktiviert, leuchtet der und dann weiss man auf einen Blick, wohin sind die verschiedenen Channels geroutet. Und das ist sehr von Vorteil, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, im Live-Betrieb DJ ist oder so. Dann ist das immer von Vorteil. Ja, viel mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich kann euch wieder den Mixer vorstellen. Ich glaube, einen kurzen Überblick habt ihr gekriegt. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und ciao zusammen.